Meine saftigen Blaubeermuffins kennt ihr mittlerweile und heute gibt es das schokoladige Pendant dazu. Und nein, das ist nicht einfach nur die helle Variante mit ein bisschen Kakao, die Zubereitungsweise ist ganz anders und warum das Sinn macht, seht ihr jetzt. Und wie auch letztes Mal zu Beginn eine kleine Muffinförmchen-Kunde. Ich verwende hier diese Tulpenförmchen, die sind um einiges größer als die klassischen, ihr seht es. Und es macht deswegen Sinn, weil die großen Muffins einfach länger frisch und saftig bleiben. Ihr könnt diese Papierförmchen auch selber machen und wie das funktioniert, seht ihr in meinem Video zu den Blaubeermuffins. Oder ihr klickt auf den Link in der Infobox, denn da könnt ihr die weiße Variante auch bestellen. Im ersten Schritt werden alle trockenen Zutaten verrührt, und zwar das Mehl mit dem Backpulver, Natron, Prise Salz und ein bisschen Vanille. Danach erhitzt ihr die Milch. In die heiße Milch rührt ihr den Kaffee und das Kakaopulver ein. Der Kaffee ist optional, sorgt aber dafür, dass das Aroma des Kakaos noch ein bisschen mehr zur Geltung kommt. In diese Mischung rührt ihr jetzt ein zunächst den braunen Zucker, den Sauerrahm auf Zimmertemperatur, das ist wichtig, das Sonnenblumenöl und schließlich die Eier. Es dauert ein bisschen, bis die Zutaten sich miteinander verbunden haben, aber Leute, ihr schafft das. Und jetzt gebt ihr die feuchten Zutaten zu den trockenen Zutaten unter ständigem Rühren dazu. Hacke, Kuchen, Schokolade. Das ist jetzt nämlich der nächste Schritt, der erledigt werden muss. Rührt die Schokolade in den Teig ein und dann könnt ihr auch schon portionieren. Wenn ihr auch so klassische Jumbo-Muffins haben wollt, dann solltet ihr die Förmchen richtig gut befüllen. Bei mir sind sie zu 2/3 voll. Danach bestreut ihr die Muffins auch von oben entweder mit Schokodrops oder mit gehackter Schokolade und gebt sie in den vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze zunächst mal für 7 Minuten. Danach reduziert ihr die Hitze auf 190 Grad und backt sie weitere 20 bis 25 Minuten. Wenn ihr die Stäbchenprobe macht, dann darf das Stäbchen ein bisschen schokoladig sein, wie ihr seht, aber es dürfen keine Brösel dran kleben. Und so sehen sie aus, wenn sie fertig sind. Ihr seht, die sind ziemlich monströs, aber die sind innen so weich und saftig und schokoladig. Ich sag euch, es gibt nichts Besseres zu einem Glas kalter Milch oder Kaffee als diese Muffins. Und falls ihr das Rezept ausprobiert, würde es mich freuen, wenn ihr euch Zeit nehmt und mir einen Kommentar schreibt. Oder ihr könnt mir auch ein Foto von eurer Kreation schicken, am besten über Instagram. Wenn euch das Video gefallen hat, bleibt mir treu und wir sehen uns im nächsten Video wieder.